Hallo Madrid-Freunde. Ja, wir haben ja gestern schön im Livestream miteinander getalkt. Da habe ich ja schon einiges gesagt. Ja, 2:1 gewonnen, aber ein Katastrophenspiel im Endeffekt wieder. Eine absolute Katastrophe. Kaum Leidenschaft. Zwar ein bisschen Action zwischendurch, ja, aber einfach nicht wirklich viel Leidenschaft. Ja, gegen die Mannschaft hätte man eigentlich 5:0, sage ich mal, gewinnen müssen. Haben wir aber leider nicht. Ja, wir gehen mal rein. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt, damit wir größer werden. Ihr wisst Bescheid, ne? Ja, 2:1. Der Livestream gestern war sehr cool. Danke dafür, für die Leute, die da waren. Aber da haben wir sehr extrem schon über das Spiel geredet und so weiter. Was muss sich ändern? Aber die Frage ist, was muss sich wirklich ändern? Im Endeffekt kommt man noch nicht mal auf ein Ergebnis und weiß es eigentlich gar nicht, weil, man könnte jetzt immer sagen: „Ja, Bellingham müsste weg.“ Man könnte sagen, Mbappé müsste weg. Man könnte sagen, Vinny müsste weg oder am besten beide, whatever. Aber ist das wirklich eine Lösung? Ich finde allgemein, ich habe das ja schon mal gesagt, es gibt diese Führungsspieler, die so wie Kroos, Modric, Casemiro tatsächlich auch, Pepe, Ronaldo und jetzt könnte ich so viele aufzählen. Müssen wir nicht, ihr wisst Bescheid. So, die gibt es in diesem Verein oder beziehungsweise in dieser Mannschaft gibt es sie nicht mehr, außer vielleicht Dani Carvajal, aber der wird wahrscheinlich aufhören. Keine Ahnung, ob wir mit denen noch verlängern, aber selbst wenn wir mit ihm verlängern, er ist ja nun mal nicht, sage ich mal, so gesetzt. Er kann nur von draußen was sagen, aber das bringt ja nicht viel. Und dementsprechend, mir fehlt einfach ein Typ da oder eine Type, wie auch immer man sagt, oder 2, die einfach ihr Maul aufmachen und was sagen. Weil wenn ihr das Spiel gestern gesehen habt, das war zwar mal ein bisschen, sie hatten Spaß, man konnte das sehen. Mbappé hatte Spaß, wurde auch MVP, ja, alles schön und gut. Aber ganz ehrlich, das war kein Gegner. Der ist 17. Wir haben zu Hause gespielt. Es waren 61.000 Zuschauer nur da. Und, ja, überlegt euch mal, das Problem, ihr merkt es schon, es kommt, also normalerweise wäre das jetzt schon spannend oder wären die Fans, würden die mehr, in Madrid ist das noch anders, ne? Die Fans sind hart da und normalerweise hast du immer 70.000 da, 75.000 so. Ich weiß nicht warum, ich habe das gestern im Livestream auch gefragt, warum nicht mehr da, reingehen. Normalerweise passen bei uns 85.000. Nein, aber ist auch unwichtig, aber jetzt waren nur 61.000 da. So, was heißt das? Die haben keinen Bock mehr auf diese Mannschaft. So, es sind aber große Namen. Wenn man sich überlegt, stellt euch mal vor, die würden gut zusammenspielen. Bellingham, Mbappé, Vinny und es ist ja keine schlechte, es sind ja keine schlechten Namen, nur sie können einfach, ich habe es gestern gesehen, egal ob sie Spaß ein bisschen hatten und gegrinst haben, ja, ist schön, aber sie haben nicht die Leidenschaft und sie spielen nicht vernünftig ab. Jeder möchte irgendwie was da machen, jeder möchte der eigene oder irgendwas Großes rausbringen. Arda Güler hat gestern wieder 'n Todespass gespielt. Okay, wurde nicht verwandelt von Vinny. Okay, der war 'n bisschen zu lang. Aber all diese ganzen Situationen, oft Doppelpass. Arda kriegt den Ball nie zurück. Es wird dann immer was anderes gemacht. Arda war gestern mit Mbappé noch der Beste, obwohl im Endeffekt wurden, habe ich ja auch im Livestream gesehen, habt ihr ja gesehen auf der Internetseite, es wurden alle gut bewertet. Ja, im Endeffekt, ähm für die Spielerische waren sie ja gestern für sich selber, wenn man die Bewertung der Spieler so betrachtet, waren sie ja auch nicht unbedingt so verkehrt. Rüdiger fand ich gestern war ein bisschen, er möchte gern verlängern und wir haben da auch im Livestream drüber gesprochen. Ja, er ist so eine, wie soll man sagen, Rampensau, er ist ein bisschen zu hart, aber er ist auch ein Schwein, muss man haben. Aber man hat gestern gesehen, da sind so einfach an ihm vorbeigelaufen. Ich weiß nicht. Auch er ist über 30 und es werden ja hinten viele weggehen. Man hat wieder diskutiert, braucht man einen Mittelfeldspieler? Mann, wir brauchen keinen Mittelfeldspieler. Wir brauchen einen Stoßstürmer. Haaland, der müsste Olise geholt werden. Wenn der nicht von Bayern weggeht, dann muss man auf jeden Fall Endrick holen. Und dieser möchtegern Eminem-Verschnitt da, Mastantuono, ihr wisst ja, wie ich zu denen stehe, der muss ausgeliehen werden oder am besten verkauft werden. Natürlich ist der jung und aber ich finde, Endrick ist eine ganz andere Liga, aber den hat man ausgeliehen. So, et cetera pp. Und hinten muss was gemacht werden. Es interessiert doch keinen Menschen im Moment. Das Mittelfeld ist gut genug. Kammerwinger würde ich gar nicht weggeben. So,
und so weiter. Und Rodri, nochmal, ich will den da nicht. So, leider kann ich das nicht mitentscheiden, aber das ist doch unnötig. Das ist doch absolut unnötig. So, dann, ich würde auch Hakimi, den hätte ich auch nie abgegeben, davon abgesehen, würde ich auch versuchen zurückzuholen. Es muss auf jeden Fall einiges passieren und, das, sage ich mal, war bis jetzt nicht passiert und, dementsprechend, ja, was ich damit sagen will, es muss viel passieren. Wir haben jetzt noch die restlichen Spiele. Ich hoffe, dass wir das vernünftig zu Ende bringen, aber Leute, so nicht. Wir spielen übrigens, ihr wisst das ja, am Ende, am letzten Spieltag noch mal gegen Barcelona. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir zu Hause spielen, aber ist egal, es wird auf jeden Fall eine Demütigung. Nicht unbedingt, dass sie uns wegschießen, sondern es wird einfach eine Demütigung. Sie werden Meister und am besten noch in unser Stadion. Wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, ob das bei uns ist. Und, wahrscheinlich spielerisch auch. Es wird einfach, ich meine, wir spielen gegen Größere immer besser, aber warum haben wir gestern zum Beispiel nicht so gespielt wie in der Champions League? So, ich frage mich das immer wieder. Warum haben wir gestern nicht so gespielt wie gegen Bayern? Weil dann wäre das nicht 2:1 ausgegangen, sondern dann wäre es 5:0 ausgegangen gestern, Minimum. Aber so spielen wir einfach nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Nun ist es natürlich noch schwieriger, weil, im Endeffekt ist die Saison durch. Wir haben keine Titel. Barcelona ist, ja, die werden heute wahrscheinlich gewinnen, dann sind es wieder 9 Punkte. Die werden sich das nicht nehmen lassen. Da können wir hoffen. Ich hoffe immer, aber rechnerisch geht das noch. Aber wer glaubt denn daran? Man kann so ein bisschen dran glauben, aber Barca wird sich das ja nicht mehr nehmen lassen. Und dementsprechend, ja. Und, ich hoffe, dass der richtige Trainer kommt, aber selbst wenn Kloppo kommt, denn ich meine, wenn Kloppo kommt, wird sich einiges ändern müssen und er wird auch mit Regeln dahin kommen und er wird auch sagen zu Perez da oben, ja, Perez ist auch so ein Thema, der wird dann auf jeden Fall zu Perez sagen: „Hört mal zu, so und so, ich mache das, wenn ich dies und jenes und et cetera darf.“ Weil sonst funktioniert das nicht. Viele sagen auch immer, dass Perez immer nur entscheidet. Also, ich habe immer so gesagt, bei Bayern München war immer das Problem, dass der Trainer überhaupt kein Mitspracherecht hat. Das ist beim Madrid, also, er darf schon mitreden. Also, es wird immer so 'n bisschen, Perez wird auch 'n bisschen hart immer dargestellt. Er ist nicht der Einzige, der da mitentscheidet. Schon, klar, sehr viel, aber, man muss auch nicht immer das alles, was immer so gesagt wird und so. Wir sind nie, ich habe das schon mal gesagt, wir sind nie live dabei. Wir sind auch nie in der Kabine. Wir kennen diese Leute nicht persönlich, die Spieler. Natürlich ist Fußball Fußball, die Diskussion hier, das gehört dazu, aber man muss ein bisschen, und auch natürlich Gerüchte gehören auch dazu, aber man muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wie man so schön sagt. Man ist nie dabei und ich glaube schon, dass nicht nur Peres, also der wird ja nicht sagen: „Hört mal zu, ihr könnt mich mal. Es wird hier gemacht, wie ich das will.“ Dann wird da kein anderer mitarbeiten, dann steht er da oben alleine, kannst du die anderen entlassen. Also, ein bisschen werden die auch schon, aber sie müssen es vernünftig machen und vielleicht muss Peres, vielleicht sollte er irgendwann mal einen Nachfolger suchen und dann muss Peres vielleicht auch mal irgendwann aufhören. Es wird auf jeden Fall extreme, sage ich mal, die nächsten Jahren werden vielleicht nicht schön werden. So, und das Spiel hat es gestern einfach gezeigt. Die Leute, die können einfach nicht, entweder wollen sie nicht oder können nicht oder I don't know. Ich weiß nicht, wo der Knackpunkt, wo das Problem liegt. Weiß ich einfach nicht. Vinny wird verlängern. Wir können darüber diskutieren, ob Vinny, verkauft wird. Nein, er wird wahrscheinlich verlängern und Mbappé wird nicht verkauft. Das ist doch 1000% fest. Und es wird auch ein Bellingham nicht verkauft. So, es wird, wenn überhaupt, Camavinga verkauft. Es wird Tchouaméni, das steht alles in da kommen die Gerüchte. Tchouaméni wäre allerdings absolut schwachsinnig aktuell, den zu verkaufen. Aber Camavinga bin ich mir nicht so sicher. Also, der wackelt. Ich würde es nicht machen auf einer Hinsicht, weil wenn der Junge top ist, dann ist der wirklich top. So, der ist gut und jung. Und ein Rodri zum Beispiel, wenn der kommt, das ist 29, der wird 30. So, ein Tchouaméni ist wie alt? Wie alt ist er eigentlich? 24? Wie alt ist ein Camavinga? 22? Warum sollte man, und dann ist ein Arda Güler auch noch da und so weiter und so fort. Warum sollte man ein Rodri mit 29, und das Mittelfeld, wie gesagt,
Es sind sehr viel Baustellen und das gestern es war auch kein schönes Spiel. Ja, ein bisschen Freude, ein bisschen Action. Man hat das irgendwie so: „Ach ja, sie spielen doch ganz locker, sie spielen doch“, aber im Endeffekt war das ein schwaches Spiel und es war auch kein gutes Spiel. So, und hätten die gestern, zum Schluss der Gegner ein bisschen mehr Gas gegeben noch mehr, dann wäre es wahrscheinlich 'n 2:2 sogar geworden. Und würde dann 'n anderer Gegner stehen, dann hätten wir das Ding wahrscheinlich wieder verloren. So, das sollte man auch mal so sehen. Also, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich da falsch liege. Das ist meine Meinung. Es ist eine Riesenbaustelle. Wir werden viel zu besprechen haben die nächsten Wochen, Monate, wenn der Transfermarkt aufgeht und so weiter. Ich bin gespannt. Ja, schreibt mal in die Kommentare und verlinkt dieses Video und denkt dran, mich zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und dementsprechend, ja, bin ich gespannt auf eure Kommentare. Ich sage natürlich trotzdem, Hala Madrid und bleibt stabil und dann sehen wir uns, würde ich mal sagen, bald wieder, Freunde.